Jedes Jahr für eine August- oder Septembernacht werden die Straßen des Frankfurter Bahnhofviertels gesperrt und Besucherinnen aus Stadt und Umland sind eingeladen, das Viertel zu besuchen, zu erkunden und zu feiern. Prominent im Viertel? Die zahlreichen Bordelle und der Straßenstrich. Den Besucherinnen werden Bordellführungen angeboten, um sich selbst ein Bild zu machen. Aber was steckt wirklich dahinter? Die legale deutsche Sexindustrie ist ein Milliardengeschäft, durchdrungen von kriminellen Strukturen und systematischer Gewalt gegen Frauen. Wie jede andere Milliardenindustrie betreibt die Sexindustrie eine Lobby, die ihr Image aufwertet und sich bemüht, Bezahlsex zu normalisieren. Aber was ist das für ein Sex, der ohne Bezahlung nicht geschehen würde? Was hat Sex, der für eine Seite finanziell entschädigt werden muss, mit Einvernehmlichkeit zu tun? Davon abgesehen kommt in Deutschland eine Mehrzahl der Frauen in der Prostitution aus den ärmsten Ländern Europas. Sie sind im Schnitt Mitte 20, sozial isoliert, ohne Deutschkenntnisse und oft verschuldet, beziehungsweise unter der Kontrolle von Zuhältern. Auch Pro-Prostitutionsorganisationen erkennen an, dass Frauen im Schnitt etwa die Hälfte ihres Einkommens an Dritte abgeben müssen. Deutsche wie ausländische Frauen müssen oft mehrere Freier pro Tag bedienen, haben eingeschränkte Kontrolle über die Praktiken, die sie anbieten, fürchten sich vor Krankheiten und erfahren in der Prostitution ein hohes Maß an Gewalt. Freier fragen nicht vorher nach, ob eine Frau gerne in der Prostitution ist. Somit trifft die Gewalt potenziell alle Frauen, vom Straßenstrich bis zum Edelescort. All dies zeigt sich konkret in Frankfurt und im Bahnhofsviertel, wo Frauen pro Freier um die 25 € verdienen und alltäglicher Entmenschlichung und Gewalt ausgesetzt sind. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber mindestens 25 Frauen sind seit 1950 in Frankfurt in der Prostitution ermordet worden oder überlebten knapp einen Mordversuch. Deutschlandweit sind es ca. 300. 130 davon seit der erweiterten Legalisierung der Sexindustrie Anfang 2002. Der Täter in mehr als der Hälfte der Fälle? Ein Freier, gefolgt vom Zuhälter. Die Folgen der Erfahrungen in der Prostitution für viele Frauen: Drogenkrankheit, Alkoholismus, Dissoziation, Trauma bis hin zu Langzeitverletzungen und körperlichen Schäden. Dies sowie Mord und Vergewaltigung sollten niemandes alltägliches Berufsrisiko sein. Statt Verharmlosung fordern wir Hilfen und Alternativen, sowie eine Verlagerung des Stigmas und jeglicher Kriminalisierung von den Frauen in der Prostitution auf Freier und Zuhälter, wie es bereits in 8 Ländern Gesetz ist. Das Frankfurter Rotlichtviertel ist keine sündige Meile, sondern Schauplatz einer menschlichen Katastrophe.